Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr am besten die Starterpakete nutzt, die ihr zum Anfang ja bekommt, was ihr damit am besten macht, wie ihr die am besten investiert und wie ihr dort das Maximale rausholen könnt. Und das Ganze zeige ich euch anhand von theoretischen Beispielen, die am Anfang gezeigt werden und dann auch noch einer praktischen Umsetzung, die dann am Ende folgt. Denn das Ganze ist ja im Prinzip für eure Festung und für eure Unterwelt sehr, sehr nützlich. Und wie ihr dort die ersten Stufen ausbaut, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr das als nützlich empfindet, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen oder einen Kommentar dazu. Und falls ihr mich maximal supporten wollt oder ihr andere aus eurer Gilde das Ganze schicken wollt, wie ihr am besten mit diesen Paketen startet, dann könnt ihr auch sehr gerne eine Gildenrundmail schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir starten direkt rein. Wie gesagt, zum Anfang erstmal den theoretischen Teil und zum Ende zeige ich euch nochmal einen praktischen Teil, wie ihr Schritt für Schritt die Unterwelt ausbaut. Ja? Also das Ganze ist nicht nur ein Video über die Pakete, sondern halt auch noch in Kombination ist es gleich noch ein Festungsausbau-Guide und ein Unterweltausbau-Guide. Ja? Und das sind die Richtlinien, an die ihr euch halten könnt. Müsst natürlich nicht, aber ihr könnt es. Wir starten mal erstmal mit den normalen Paketen, damit wir nochmal einen kleinen Einblick bekommen, was wir überhaupt kriegen für unser Geld hier. Ja? Es gibt und was es auch für Voraussetzungen gibt dafür, ist auch wichtig, ne? Wird auch immer wieder gefragt. Ihr habt einmal das Starter-Pack, wo ihr hier halt für die 100 Mushrooms bekommt, das Gold, die Potion hier und 4 Wochen den Greif. Ja, und das Ganze geht hier bis Stufe 20. Ja, die ersten 3 Pakete sind begrenzt. Das heißt, wenn ihr ein Level überschreitet und das Paket nicht gekauft habt, dann bekommt ihr das nie wieder. Das ist nur pro Account einmal die Möglichkeit. Also nutzt das von Anfang an. Das sind gut investierte Moneten auf jeden Fall. Ja? Also das erste Paket bekommt ihr, das Starterpaket von Level 1 bis 20 könnt ihr das erhalten für 5 Euro. Ja? Und über Level 20 kriegt ihr das Paket schon nicht mehr, dann fällt das komplett weg. Ja? Und wie ihr die Pakete am besten nutzt, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Danach habt ihr das Festungspaket, das bekommt ihr ab Stufe 25, ja, und die Festung 1 muss natürlich schon da sein, ja, und hier bekommt ihr dann diese ganzen Ressourcen, 175 Mushrooms extra, 100.000 Holzsteine und ein Level-Up ist da drin, ja. Das könnt ihr von Stufe 25 bis 100 erhalten. Wenn ihr 101 seid, dann habt ihr das schon nicht mehr, ja, dann könnt ihr das nie wieder bekommen, das gleiche wie beim ersten Paket. Danach folgt das Pro-Paket. Das könnt ihr ab Stufe 120 erreichen und der Arena Manager sowie der Turm und die Unterwelt und die Pets müssen auch schon da sein, sonst könnt ihr das nicht freischalten. Also das Ganze in Kombination mit Stufe 120 könnt ihr hier erhalten. Ja, da bekommt ihr hier extra Mushrooms dazu. Die Seelen, die sind ganz wichtig für gleich noch, arkane Splitter und ein paar Sanduhren. Ja? So, danach kommt denn das Pro-Paket, das ist ab Stufe 150 zu erhalten. Ja, und hier bekommt ihr auch nochmal extra Seelen, ein paar arkane Splitter. Und das ganz letzte Paket für 100 Euro, das wird in diesem Video nicht erwähnt. Wir konzentrieren uns um die ersten 4 Pakete und das 5. Paket. Da könnt ihr dann quasi mit den Ressourcen, die ihr dort erhaltet, dann selbst machen, was ihr wollt. Das sind ja nur noch mal ein paar mehr Seelen auf jeden Fall. Ja? Das sind die ganzen Pakete, die ihr erhalten könnt zum Anfang. Und die würde ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn ihr ein bisschen Geld reinstecken wollt, dann ist das die beste Möglichkeit dafür. Was Besseres gibt es nicht. So, wir fangen an mit dem ersten Paket, wie man am besten startet, wenn man neu auf dem Server ist. Ja? Am besten wartet ihr auf eine Einladung für eine Gilde oder so. Wir haben jetzt erstmal jetzt kommt erstmal der Theorieteil mit ein paar Bildern dazu. Das Ganze wurde erstellt von Seraphim. Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Seraphim und ich glaube Böse Melone oder so war das gewesen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, muss ich nochmal ganz kurz schauen. Seraphim und Böse Melone, das sind natürlich alles Richtwerte, da müsst ihr euch nicht dran halten, könnt ihr aber, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ja, also ihr wartet erstmal auf eine Gildeneinladung, sobald ihr in der Gilde seid, holt ihr euch das Paket, hebt euch den Flügeltrank auf und verkauft den später, denn der bringt nämlich 100 Gold fürs Sammelalbum oder so, ja, könnt ihr es sehr gut gebrauchen oder zum Ausbau, ne, also am Anfang ist 100 Gold sehr, sehr viel. So, dann kommt der 4. Punkt, den Gold in den Ausbau stecken. Ja, das sind Sachen, die sind zum Anfang sehr, sehr wichtig, dass ihr das macht, vor allen Dingen für eure Gilde, wenn ihr in einer guten Gilde sein wollt oder seid, und dann müsst ihr das auf jeden Fall zum Anfang machen. Am Anfang ist es halt auch ein bisschen wichtiger, auf
den Lehrmeisters zu skillen, also ein bisschen mehr Erfahrung. Am Anfang ist Erfahrung ein bisschen wichtiger als Gold auf jeden Fall. Deswegen 6-mal Lehrmeister und 3-mal Goldschatz könnt ihr sofort skillen. Ja? Und wenn ihr sogar den Trank verkauft, dann könnt ihr auch noch ein bisschen den Goldschatz noch höher treiben. Hier unten seht ihr auch die Ausbaustufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kosten hier Goldschatz, Lehrmeister, die kosten natürlich beide gleich so. Und hier seht ihr auch die Goldkosten. Ja, also wenn ihr den Goldschatz auf 3 ausbaut und den Lehrmeister auf 6 ausbaut, dann habt ihr eine Goldausgabe von 930. Ja, wenn ihr den Flügeltrank noch verkauft, dann könnt ihr noch die 4. Stufe hier sogar noch mit dazu nehmen. Ja, das ist relativ wichtig, dass ihr das zum Anfang macht. Seid nicht so geizig und gebt das alles für euch selbst aus, sondern denkt da auch ein bisschen an die Gilde. Ja, das ist auf jeden Fall das Starterpaket. Wenn ihr das genutzt habt, dann kommt ihr hier zum Festungspaket. Ja, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber nicht wirklich, muss ich dazu sagen. Hier oben seht ihr nochmal das Festungspaket ab Stufe 25 und was ihr damit anfangen könnt. Ja, hier unten geht es dann zu einer Statistik. Hier wird dann beschrieben, was ihr denn zu machen habt. Ja, ich lese euch das Ganze mal vor. Punkt 1, Festung wird mit Stufe 25 freigeschaltet. Hier, das Ganze kostet 100 Gold. So, dann sollte man am besten danach den Holzfäller auf 1 ausbauen, dann den Steinbruch auf 1 ausbauen und dann die Festung und das Arbeiterquartier abwechselnd bis 6 hochziehen, Festung auf 7. Ja, also immer Festung und Arbeiterquartier hochziehen, das ist das Effektivste. Danach solltet ihr dann die Ritterhalle ausbauen, damit eure Gilde dann auch davon auch ein bisschen profitieren kann. Ja, als 6. Punkt kommt dann die Kaserne dazu, die dann bis 7 ausgebaut wird, damit ihr dann damit ihr genug Soldaten habt, damit ihr die Teilschutztaktik verwenden könnt. Wenn ihr auf die Teilschutztaktik gehe ich jetzt nicht genauer ein, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich denke mal, das sollte klar sein und wenn nicht, dann guckt ihr einfach auf YouTube Shakes and Fidget Teilschutztaktik, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wo ihr euch dann gegenseitig immer die Kämpfe hin und her schickt, weil dann braucht ihr die Ressourcen nicht durch irgendwas anderes, sondern bekommt die nur durch das gegenseitige Zuschieben der gegenseitigen Kämpfe. Ja? Deswegen Kaserne bis auf 7 ausbauen, danach kommt die Akademie bis auf 7 ausbauen und als letztes den Steinbruch und Holzfällerhütte abwechselnd bis 6 hochziehen. Deswegen, das kommt dann zum Schluss. Die Schatzkammer wird hier nicht aufgelistet, ja, hat keinen genaueren Grund, aber wenn ihr zwischendurch immer mal ein paar Ressourcen überhaben solltet, dann könnt ihr auch immer mal die Schatzkammer ein bisschen mit hochziehen. Ja, hier oben seht ihr jetzt auch noch die ganzen Voraussetzungen und Stufen, ja, was jetzt genau was kostet. Hier das Ganze, wenn ihr könnt ihr ja kurz stoppen oder euch screenen oder so, ja, dann seht ihr, was genau wie viel kostet und wofür ihr genau die Ressourcen braucht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man auf jeden Fall die Festung ausbauen kann. Ihr müsst es natürlich nicht so machen, aber es ist auf jeden Fall kein verkehrter Weg. So, ne? Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr bessere Erfahrungen mit anderen Routen genommen habt, dann könnt ihr diese natürlich auch sehr gerne nutzen. Aber das ist so mit eine sehr effektive Methode, wie ihr am Anfang eure Ressourcen durch das Festungspaket investiert. So, danach kommen wir jetzt hier zur Unterwelt. Ja, die Unterwelt, ziemlich interessant. Hier haben wir einmal jetzt auch wieder ein theoretisches Beispiel. Und hier folgt auch gleich die Praxis im Anschluss. Ja, zum Anfang sehen wir haben hier erstmal die 2 Pakete, die man bekommen kann. Und jeweils wurde das dann halt so markiert, das Profi-Paket ist gelb markiert und das Profi-Plus-Paket ist blau markiert. Ja, mit den gelben Markierungen seht ihr, wie weit ihr kommt mit nur dem gelben Paket, ne? Also Herz der Finsternis könnt ihr damit bis Stufe 6 ausbauen, Seelenextraktor 6, Tor zur Unterwelt 6, Goblin-Grube wird hier nicht aufgelistet, weil diese nicht ausgebaut wird, Folterkammer bis 4, Wächter bis 4, Zeitmaschine wird hier auch noch nicht in diesem Paket mit begutachtet, der Gladiator bis 4 und die Goldgrube wird auch noch nicht weiter mit begutachtet. So, das sind so die Anfangssachen, die ihr da reinsteckt. Dann kommt ihr zum Profi-Plus-Paket, ja, was blau markiert ist, womit ihr dann auch das Herz der Finsternis weiter hochziehen könnt. Ne? Hier könnt ihr den Seelenextraktor auf 7, Tor zur Unterwelt auf 7, Folterkammer auf 5, Wächter auf 5,
So, und hier fängt dann nachher auch die Zeitmaschine an, der Gladiator, die letzten Stufen. Hier unten seht ihr dann nochmal das Ganze aufgelistet, was das denn für Kosten hat. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal ein praktisches Beispiel anhand von Davalon. Ja, Davalon hat, oder ich habe Davalon gefragt, ob ich seinen Zeitraffer nehmen darf, wie er die Unterwelt ausbaut. Und da habt ihr das dann auf jeden Fall im ähnlichen Ablauf, seht ihr das jetzt gerade, wie ich das beschrieben habe. Und das Ganze ist natürlich auch, wie gesagt, ohne Gewähr. Ihr müsst es nicht hundertprozentig genauso machen, wie ich es jetzt oder Davalon es gemacht hat oder Seraphim beschrieben hat in seinen theoretischen Angaben hier. Ja, das sind auf jeden Fall Richtlinien, nach denen ihr gehen könnt, aber ihr müsst es natürlich nicht machen. Ja? Nur für die Leute, die jetzt vielleicht neu anfangen wollen auf einem neuen Server oder so und dann eventuell die Pakete kaufen wollen und nicht genau wissen, wie sie was jetzt genau investieren. Dafür ist das Video jetzt gemacht, dass ihr genau wisst, an was ihr euch halten könnt, ja, und wie ihr am besten halt eure Ressourcen, sowohl die Seelen als auch Holz und Steine für eure Festung und Unterwelt investiert. Ja, ansonsten sind auch unten in der Videobeschreibung der Seraphim und der Davalon natürlich aufgelistet. Vielen Dank, Grüße gehen auch an der Stelle raus, dass ihr mir hier eure Bilder und eure Videos zur Verfügung gestellt habt, um das Ganze nochmal ein bisschen anschaulicher für die Zuschauer zu machen. Ja, vielen lieben Dank, Grüße gehen raus. Schaut auch auf jeden Fall auch gerne vorbei. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ja, ihr ein bisschen das Gefühl habt, dass es euch weitergeholfen hat mit den Paketen, weil ihr nicht ganz genau wusstet, wie ihr jetzt was investiert, oder ihr habt noch einen passenden Unterwelt-Guide gesucht oder einen passenden Festungsguide, habt aber nie so richtige Richtlinien oder so gefunden, dann ja, hoffe ich mal, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Wie gesagt, wenn es der Fall gewesen sein sollte, dann ja, schickt das Video gerne euren Gildenmitgliedern per Rundmail zu. Das ist auf jeden Fall die beste Art, wie ihr mich supporten könnt und wie ihr auch eure Gildenmitglieder informieren könnt, wenn die nochmal einen Serverstart machen wollen und ja, noch den passenden Festungs- oder Unterwelt-Guide suchen zum Anfang, zum Start. Ja. Und jo, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, das Video konnte euch weiterhelfen, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.